Ich kämpfe auch mit Machtstrukturen in meinem Privatleben jeden Tag. Jeden Tag, wenn ich mein Visum verlängern muss, jeden Tag, wenn ich meine Identität zeigen muss, jeden Tag, wenn ich irgendjemand irgendwas beweisen muss. In Kirgisistan wusste ich nicht mal, was Macht bedeutet, weil in Kirgisistan war ich eine Kirgisin. Und niemand hat mir gesagt, in Deutschland wirst du niemand sein. Ich weiß genau jetzt, 10 Jahre später, dass ich nicht niemand bin. Ja, ich heiße Schwester Tian Tobosi und bin Mitglied von der Verein Meine Welt. Im Verein bin ich seit 2014. Ich heiße Rolande Haun. Ich bin bei Verein Meine Welt. Wir setzen uns ein, dass jeder Mensch, der hier lebt oder irgendwo auch in anderen Ländern lebt, dass man auch sie annehmen, wie sie sind, mit ihren Kompetenzen, aber auch mit ihren Grenzen. Zum Beispiel, jeder kann nicht Deutsch ohne Akzent sprechen. Ich kann nicht Deutsch ohne Akzent sprechen, weil ich hier nicht geboren bin. Man soll mich nicht nach meiner Aussprache messen, sondern als Mensch wahrnehmen und als Kompetenz, was ich gelernt und was ich einsetzen möchte. Ich kam nach Deutschland 2011 und es war für mich selber sehr schwer hier in Deutschland. Damals hat mich eine Sache sehr fertig gemacht, dass ich sehr wenig Kontakte hier zu Menschen hatte. Dann habe ich gesagt, was ist bei dir falsch? Und dieser Gedanke hat mich die ganze Zeit beschäftigt, bis ich irgendwann bei anderen Menschen gelandet bin. Damit meine ich die Menschen, die mich halt wirklich mit Herz und Blut genommen haben und gesagt haben, dass mit mir alles stimmt. Und das war meine Motivation, ich glaube, weil ich will, dass ausländische Studierenden oder junge Menschen, die wirklich solche Themen verstehen, zu viele Stereotypen im Kopf, zu viele, Vorurteile im Kopf, auch in Kulturen, schätzt man einige Kulturen höher als die anderen, was auch keinen Sinn ist. Wir leben in dieser Welt, die diese Strukturen für uns aufgebaut hat. Das stört ja uns aber, die Freunde zu finden oder allgemein miteinander zu sein. Und das ist meine Motivation, warum ich denke, das ist nötig, dass wir darüber sprechen. Wir setzen uns ein für diskriminierungssensible Arbeit. Wir kritisieren, aber auch angebrachte Kritik für diese Entwicklungszusammenarbeit zwischen Ländern. Wir setzen uns für Bildungsarbeit, das ist für uns alle wichtig. Wir setzen uns für machtkritische Verhältnisse. Wir setzen uns auch für diese Miteinander. Das jeder ist wichtig. Das ist genau das Thema von Empowerment. Dass einerseits die Menschen aus anderen Ecken dieser Welt lernen, sich selber zu schätzen und lernen, dass sie nicht weniger wert sind als jemand mit deutschem Pass. Und die Menschen aber mit deutschem Pass verstehen, dass diese Machtverhältnisse da sind und dass sie das üben jeden Tag. Wenn nicht sie, sondern die Struktur, wenn nicht die, sondern die Uni, wenn nicht die Uni, sondern die Behörde. Also nicht dieses Verzicht darauf, wir haben kein Problem, wir haben keine Diskriminierung, wir haben kein Rassismus, sondern ja, wir haben, aber so kann man damit besser umgehen. Und ich denke, jeder Mensch hat Recht auf das Leben und hat Recht, dass man ihn respektiere, hat Recht, Teil an das Geschehen in der Gesellschaft teilzuhaben, teilzunehmen und soll nicht abgegrenzt werden. Mich ärgert, wenn man Kinder so schon als Kind quälen. Woher kommst du? Das Kind sagt irgendwo von Deutschland und dann deinen Eltern, um das Kind zu sagen, du gehörst hier gar nicht dazu. Das Kind möchte zu dieser Gesellschaft gehören und identifiziert sich als Kölner. Also das Kind zeigt mir, wie er es ist. Und ich soll das annehmen oder wenn ich das nicht annehmen kann, stehen lassen. Und das ist seine kleine Welt. Was mir besonders gefällt, das ist die Kompetenzenpool, da wir aus allen möglichen Berufsecken kommen. Die Pluralität. Wir sind Menschen von verschiedenen Ländern und von daher
wollen wir als Verein auch Kompetenzen von den Süden sichtbar machen. Wir sind in einer Welt, aber jeder hat seine kleine Welt, seine Identität, sein eigenartig zu sein, individuell zu sein in dieser Welt, aber auch seine Werte, auch seine Position zu zeigen. Diese Bildungsarbeit ist wichtig in dem Zusammenhang. Mehr Sichtbarkeit für globale Süden, mehr Toleranz für die Gruppen, Parteien, die das noch nicht kennen, dass sie auch mehr Offenheit haben, das zu akzeptieren, das kennenzulernen, weil wenn ich das nicht kennenlerne, kann ich nicht beurteilen. Ich erkenne, das ist andere Welt, das ist andere Art zu leben. Heißt es nicht, dass es falsch ist. Das ist anders. Ich kann auch dadurch viel lernen. Ich kann wachsen mit dieser Bildung, diesem Wissen. Ich kann auch teilen, das ist wie ein Baum. So, ich kann einfach mit Blättern, ich kann aufspalten. Und dadurch kann ich auch mehr geben und trotzdem auch mehr aufnehmen, weil ich mehr Extremitäten habe. Vor ein paar Jahren haben wir angefangen mit Workshop mit Kindern. Das ging darum, den Kindern einfach ihre Vielfältigkeit als Stärke darzustellen. Verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturen, verschiedene Herkünfte von Eltern, verschiedene Sein. Sie erkennen aus dieser Vielfältigkeit eine wahnsinnige Stärke, die sie haben, auch die sie bilden können, wenn sie sich zusammentun. Ein Workshop war auch in Waldbraipa, das hieß Mikuabo. Mikuabo heißt in Benin, in Fon, sei willkommen. Teil unserer Kultur konnten wir dann da sichtbar machen. Wir konnten auch Themen behandeln wie Pluralität von Religion. Das ist ein Thema, was in Benin schon immer gab. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo verschiedene Religionen präsent waren und heute noch sind. Trotzdem sind wir miteinander gut umgegangen, dass man die Religion der anderen respektiere. Wenn ich auch nicht verstehe, auch stehen lassen. Ich muss nicht alles verstehen und ich muss auch nicht alles mitmachen. Wir arbeiten mit Organisationen, die Bedarf haben, solche Aufklärungsarbeiten zu machen. Zum Beispiel Entsendungsorganisationen, die viele junge Menschen heutzutage nach verschiedenen Ländern schicken. Und wir versuchen, diese jungen Menschen aufzufangen und sagen, hey Leute, macht euch Gedanken, überlegt euch, welche Bilder ihr macht, welche Stereotypen verbreitet ihr nur damit. Wir tun auch viel mit anderen Vereinen kommunizieren und auch mitwirken. Wir waren letztes Jahr auf Afrikatag. Wir haben mitgewirkt und haben einen Stand gehabt mit Dokumenten, mit Möglichkeiten, mit Diskussionen, mit Quiz für Kinder. Erwachsene dürfen auch machen. Und wir sehen unsere Aufgabe, immer genau diese Aufklärung zu machen über diese globalen Zusammenhänge, über diese postkoloniale Zeit. Workshops machen wir, damit sie sich Gedanken einfach sich darüber machen, was heißt diese Machtstruktur oder was heißt meine Rolle in diesen Machtstrukturen. Übe ich selber Macht oder übe ich sie selber nicht? Bin ich selber rassistisch oder bin ich nicht selber rassistisch? Und einfach versuchen, trotzdem irgendwie Lösungen zu finden, die dann auch passen. Also nicht für alle, aber natürlich zusammen das erarbeiten. Jeder Mensch hat eine Würde, weil er einfach Mensch ist und nicht, weil er irgendwo geboren oder irgendwo nicht geboren ist, sondern er ist ein Mensch und hat eine Würde. Und das muss respektiert werden. Lösung gefunden!